Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute zeige ich euch endlich meinen Elementor Guide. Vor allem wie ich ihn gespielt habe. Es gibt durchaus andere Möglichkeiten, beziehungsweise vor allem wie man seine Skill-Reihenfolge setzt oder der Skill-Ablauf oder zu welchem Monster man geht und so. Alles andere würde ich sagen ist ziemlicher Standard, also da kann man nicht wirklich von abweichen, weil es gibt eigentlich nichts anderes, was wirklich Sinn ergibt. Und ja, wir fangen jetzt erstens mit den Skills an. Ich habe den Magician Skill Tree offen, allerdings würde ich da tatsächlich dann auf meinen Magician Guide verweisen. So sieht es dann aus, wenn ihr Elementor seid, Blinkpool Max und der Rest quasi nur auf Standard, weil ihr diese Skills einfach nicht mehr braucht. Ihr müsst sie aber auf 5, 7, 7 machen, weil sonst könnt ihr die Elementor Skills nicht machen, nicht skillen und quasi kein Elementor spielen. Genau das gleiche bei den 60er Skills, die muss man auch mindestens auf Level 5 machen. Auch weil man eben sonst, wobei einer glaube ich nur auf 4, ich glaube ich habe einen aus Versehen auf 5 gemacht, genau, Thunderstrike wäre tatsächlich nur auf Level 4, die anderen, ja, nee, hier müsste man tatsächlich auch nur Level 4 machen. Ist aber egal, die wenigen Skillpunkte hat jetzt in meinem Fall nichts ausgemacht, aber ja, lest es euch auf jeden Fall genau durch, was ihr wie hoch machen müsst, aber das sind quasi nur die Standardvoraussetzungen und danach kommen wir mal zu den Skills, die man so benutzt. Also, ich habe es so gemacht, ich habe tatsächlich mit Earthquake jetzt immer gepullt, man kann auch mit Windfield pullen. Funktioniert aber wirklich nur dann gut, wenn eine extrem krasse Mobdichte vorhanden ist, dass du wirklich in, 10 Monster rein Windfeedest, dann machst du Blinkpool, nochmal 10 Monster gefühlt oder so. Also machst quasi 3-4 Mal Windfield, dann hast du 40 Monster gepullt, dann machst du noch ein paar Mal Windfield, alle geslowt und dann passt das. Das funktioniert aber so gut wie nie, würde ich persönlich mal behaupten. Also ich habe es auch probiert, so wie in Flive PC, wie man das früher gemacht hat, aber funktioniert hier wirklich nicht so gut, muss ich tatsächlich sagen. Und was halt dann wirklich nervig ist, wenn man mit Windfield pullt, aber halt nicht so viele Monster ran bekommt, dann hast du halt diese einzelnen Monstergruppen, von denen sind manche geslowt, manche nicht. Und dann hast du halt quasi diesen riesigen Mob, der über die gesamte Fläche von dem Ort, wo du levelst, verteilt ist, alle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bzw. mit unterschiedlicher Distanz zu dir und die dann alle auf einen Punkt zu ziehen, wo du sie dann tatsächlich alle auf einen Schlag töten kannst, ist recht schwierig, eben weil sie halt unterschiedlich weit von dir entfernt sind, beziehungsweise selbst wenn es immer nur ein paar Sekunden sind, ist das einfach unnötige Zeit, die du nicht aufwenden musst. Und ohne Windfield ist es zwar ein bisschen herausfordernder, aber wenn du einen Fehler machst oder wenn du irgendwo hängen bleibst bei Blinkpool, was leider sehr oft passiert oder passieren kann, ich meine, wenn man aufpasst, passiert es eigentlich nicht, aber kann passieren, dann ist man halt meistens sofort tot, weil die Monster sind halt nicht geslowt und töten dich dann halt sofort, wenn sie dich einholen. Aber, ich meine, das ist das Risiko von Elementor, von Hit and Run und von dem her, ja, würde ich damit leben. Also ja, meine Taktik, also ihr seht es eh schon, 65er Skills, Earthquake Max, Windfield Max und ganz wichtig, Poison Cloud Max. Also man kann tatsächlich, vor allem bei Feuermonstern, auch fast nur mit Poison Cloud spielen. Ist einfach ein Damage over Time Skill, der sehr viel Schaden macht und sehr wichtig ist. Also in der Rotation wird er meistens als erstes benutzt, wobei dazu komme ich gleich noch später über die genaue Spielweise. Nochmal jetzt wirklich mal nur die Skills. Also Earthquake zum Pullen ist auch ganz nice, weil es verringert auch die Angriffskraft. Das heißt, wenn man ein Monster pullt und man wird noch gehittet, weil man nicht schnell genug Blinkpool macht oder das Monster zu nah war oder so, dann hat das Monster meistens einen verringerten Schaden und man kriegt nicht ganz so viel Damage. Das ist so der nice Bonuseffekt, der jetzt neu dazugekommen ist. Deswegen aber nicht, sondern eigentlich einfach hauptsächlich deswegen, weil es der einzige Skill auf Level 65 ist, der keinen Cooldown hat und kein Slow oder so und Fernkampf und deswegen ist es ja eigentlich tatsächlich auch die einzige wirkliche Option. Aber eben AOE, damit man auch 10 Monster auf einmal pullen könnte, wenn sie so nah beieinander stehen würden. Ja, dann 65 ist abgehakt. Auf Level 70 kommen dann die Masteries hinzu. Hier sollte man natürlich dann die nehmen von den Skills, die man auch geskillt hat. Das heißt in dem Fall Burning Field, also Fire Mastery wäre dann in dem Fall nicht so sinnvoll, genauso wie Electric Mastery. Würde ich erstmal darauf verzichten, weil die Skillpunkte werden euch nicht ausreichen, dass ihr direkt auf Level 70 Lightning Storm, Sandstorm und Meteor Shower Max macht. Das wird nicht funktionieren, zusammen mit allen Masteries. Das heißt, ihr müsst euch für ein paar Skills entscheiden. Und hierbei ist es eigentlich relativ egal, für welchen Skill ihr entscheidet. Das Wichtigste ist, wie gesagt, also Poison Cloud würde ich auf jeden Fall sagen, Windfield und Earthquake. Windfield könnte man tatsächlich auch drauf verzichten, wenn man so nicht spielen möchte. Ich würde es aber schon empfehlen, weil am Anfang ist eigentlich schon ziemlich chillig mit Windfield. Also hat mich schon sehr stark an Flive PC erinnert, also wüsste nicht, warum man das hier nicht auch machen sollte. Außer man will es einfach wirklich nicht. Und bei den Skills ist es halt wirklich so, oben steht immer das Element, also das generell bei Elementor bzw. Magician, oben steht immer das Element vom Skill. Das heißt, Meteor Shower ist Feuer, Sandstorm ist Erde, Lightning Storm ist Blitz, Avalanche auf 75 ist dann Wasser.
Das ist eh offensichtlich eigentlich. Und da würde ich mich dann immer für den Skill entscheiden, als erstes zu maxen, der euch gerade in dem Moment am nutzvollsten ist, am nützlichsten ist. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade bei Blitzmonstern levelt, dann macht ihr zuerst Sandstorm und die Earth Mastery, wobei ihr die wahrscheinlich sowieso schon Max habt durch Earthquake. Genau, dann macht ihr erst Sandstorm, weil Sandstorm macht bei Blitzmonstern nochmal erheblich mehr Schaden. Oder das heißt, in dem aktuellen Moment, wo ihr diesen Skill einfach skillen würdet, bringt er euch am meisten. Und dann würde ich halt dann erst als zweites Lightning Storm und Meteor Shower machen. Und wenn ihr dann auf 75 seid, genau das gleiche. Wenn ihr einen Avalanche skinnen könnt und ihr geht als nächstes zu zu Feuermonstern, naja, dann lasst ihr die anderen stehen und liegen und macht erstmal Avalanche Max und so weiter und so fort. Also ich würde es einfach davon abhängig machen, die Reihenfolge, in der ihr sie maxt, abhängig von den Monstern, bei denen ihr levelt. Das ist eigentlich ziemlich logisch, würde ich sagen. Und ja, dann so Mitte Level 80er Bereich, dann habt ihr dann alle Skills auf Max normalerweise. Also ich hatte sie jetzt mit Level 86 alle auf Max. Und habe mich ja sogar noch ein bisschen verskillt, also mir haben sogar noch ein paar Skillpunkte gefehlt. Also ja, so 85 wahrscheinlich müsste das ungefähr hinhauen, dass ihr dann alle von den wichtigen Skills Max habt und dann passt es. Und um das zu erreichen, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe, würde ich dann tatsächlich einfach reskillen, weil als Magician habt ihr hier wahrscheinlich irgendwas geskillt oder gemaxt oder so. Ich würde dann tatsächlich auf Level 65 einfach reskillen und dann das machen, was ich jetzt euch quasi die letzten 5 Minuten erzählt habe. Earthquake, Windfield, Poison Cloud, Windfield gegebenenfalls verzichten, wer so nicht spielen will. Ansonsten Windfield, Earthquake, Poison Cloud, Max. Der Rest alles nur auf absolutes Minimum. Burning Field ist, by the way, auch ein schlechter Skill, ist ein Face-Tank-Skill, weil der bleibt auf der Stelle, also ein schlechter AOE-Skill. Electric Shock ist ein Nahkampf-AOE-Skill sozusagen. Ja, würde ich nicht empfehlen. Und ja, dann war es das eigentlich mit den Skills. Ja, dann kommen wir als nächstes zum Schmuck. Hier ist es ganz einfach. Ihr seid Magier, ihr wollt Schaden machen, das ist eigentlich das einzige Ziel von einem Elementor. So viel Schaden wie nur irgendwie möglich. Und das heißt, ihr nehmt Intil oder Intiret-Ringe, ihr nehmt Mightier oder Demol-Ohrringe und ihr nehmt entweder eine MP-Necklace oder eine Sokekle-Necklace. Alternativ geht natürlich auch eine HP-Necklace, also wenn ihr keine MP-Probleme mehr habt, weil ihr ein sehr hohes Level habt, sehr gutes Equipment habt oder was auch immer, dann kann man hier natürlich auch auf eine HP-Necklace wechseln, weil man das halt nicht braucht, weil normalerweise lässt man sich nicht hitten und von dem her braucht man es eigentlich nicht wirklich, außer zum Giegen oder so vielleicht wäre es natürlich eine Empfehlung, aber so grundsätzlich eigentlich die MP-Necklace, damit ihr keine Refresher braucht und ja, wie gesagt, solltet ihr keine Refresher mehr brauchen, dann könnt ihr natürlich darauf verzichten und dann auf HP gehen. Ja, was könnte man anders machen, wenn man mit Face Tank spielen würde? Ist eigentlich auch relativ einfach. Dann könnte man entweder so bleiben, wenn man stark genug ist, wenn das Equipment gut genug ist, oder man wechselt halt auf Stamps, Plugs und Penseros und eine HP-Necklace. Und das sind eigentlich die einzigen beiden Schmucksachen, die der Elementor momentan wirklich tragen kann. Und die allermeisten, allermeisten werden wohl Int-Ringe tragen, Damage-Ohrringe und die MP-HP-Necklace. Da kommt es dann natürlich drauf an. Dann zur Stattung, also hier ist es auch so ähnlich wie beim Schmuck, also man geht auch hier einfach auf Full Damage normalerweise, wenn man den klassischen Hit-and-Run-Elementor spielt, vor allem im Low-Level. Einfach Full Int, damit macht man sehr, sehr viel Schaden, also es ist wirklich sehr krass, was Elementor an Schaden raushaut. In Verbindung mit der Casting-Time ist das wirklich sehr cool und ja, kann man sonst eigentlich nicht viel zu sagen, also STA braucht man einfach nicht, STA und Dex bringen sowieso nichts wirklich und ja, deswegen einfach Full Int und man ist happy. Bei Face Tank wäre es dann anders, da kommt es dann wieder aufs Equipment an. Also bei Tank ist es eigentlich immer so, je krasser dein Equipment, also quasi Set plus 10, 4 Sockel, sehr hoher Schmuck, sehr guter Schmuck oder so, oder krasse Waffe, oder auch sehr guter Supporter, der dich hier die ganze Zeit. All diese Faktoren entscheiden halt quasi, kannst du quasi Full Damage gehen und trotzdem tanken und hier und einfach nicht sterben. Oder musst du doch deine Stat-Punkte lieber in STA investieren, weil jetzt Face Tank Elementor ist es wirklich noch eine sehr neue Erscheinung und wie bei den meisten Hit-and-Run-Klassen wird es hier wahrscheinlich auch so sein. Soweit bin ich jetzt selbst leider noch nicht, um das ausprobieren zu können. Gehe ich mal stark davon aus, dass das, wenn überhaupt, eher in Astria was wäre und von dem, was ich bisher gesehen habe, also ich habe sogar Hit-and-Run Elementor noch bei den Ghosts gesehen und das war vor dem HP-Update, also bevor die Viecher weniger HP hatten, gehe ich mal stark davon aus, dass Face Tank Elementor die letzten 10 Level vielleicht relevant ist, vielleicht die letzten 20 Level, je nachdem. Aber da man einfach vermutlich ein bisschen auf seinen Schaden verzichten muss, weil ich denke, Full Int Elementor ist schon schwierig, weil er kein Schild tragen kann und deswegen was Blockrate und Verteidigung
angeht, gegenüber anderen Klassen einen großen Nachteil hat. Unabhängig jetzt mal vom Equipment, denke ich einfach nicht, dass es der beste Spielstil ist. Aber wenn man das wirklich machen wollen würde, würde ich wahrscheinlich mal so 50-50 gucken. Und wie gesagt, je besser das Equipment, desto mehr kann man dann doch wieder auf Int gehen und SDA wieder vernachlässigen. Aber das, wie gesagt, wäre eher was fürs High-Level. Im Low-Level lohnt sich das sehr sicher nicht. Ja, und was ist dann auch tatsächlich interessant? Die Speed-Fashion-Items sind tatsächlich interessant. Ich habe tatsächlich nur 4%, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich das gekauft habe, da war ich halt noch im 60er-Bereich, im Low-Level. Da war ich noch nicht so gewillt, hier wirklich für den Charme ein bisschen mehr Geld auszugeben. Weil man sagen muss, zu dem Zeitpunkt war es auch echt schwierig, weil entweder wurden die letzten Speed-CS-Sets nicht mehr so viel gekauft. Also man hat recht wenig davon gesehen tatsächlich. Also hauptsächlich natürlich 2 und 4%, aber 6 und 8% war sehr selten, beziehungsweise vor allem sehr teuer. Und wegen 2 oder 4% Geschwindigkeit wollte ich dann auch kein Vermögen zahlen. Und diese 4% Geschwindigkeit habe ich tatsächlich für eine Mio bekommen, was ein guter Deal war von dem her. Oder war es 2 Mio, aber es war auf jeden Fall sehr günstig. Also No-Brainer eigentlich. Und ja, würde ich euch empfehlen. Braucht man auch nicht zwingend. Je mehr man da hat, natürlich nochmal ein kleiner Geschwindigkeitsboost ist natürlich nochmal angenehmer. Weil man dann noch leichter Monster pullen kann, noch schneller pullen kann, noch leichter wegkommt, wenn es mal brenzlig wird und so. Zum Giegen auch sehr gut. Ist aber kein Muss. Aber wer das nötige Geld hat, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Dann kommen wir, bevor wir zu den Sets und Waffen kommen, noch zum Skill Damage. Was für ein Skill Damage sollte man nehmen? Und sehe ich gerade, das passt ja gar nicht richtig drauf. Aber gut, man sieht tatsächlich nur den Skill Damage. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich zeigen wollte, von dem er passt. Ja, welchen Skill Damage sollte man nehmen? Also das Problem bei Elementor bzw. bei Magier generell ist einfach, dass man, je höher man im Level kommt, das Problem hat, dass jeder Skill, also auch Mental Strike, alle Magier-Skills und alle Low-Elementor-Skills, also die 60er, 65er, 70er, also wirklich alle Skills können da kommen. Das heißt, als der Elementor-Magier ist es einfach extrem schwierig, wirklich den Skill zu kriegen, den Skill-Damage zu kriegen, den man will. Und dann halt auch noch in einer sehr hohen Höhe, das wäre normalerweise über 20%. Da wäre so Top-Status. Das ist sehr schwierig. Also man sollte hier wirklich nicht, also meiner Meinung nach sollte man hier kein Perfektionist sein, vor allem im Low-Level, also vor allem His-Stuff, Guardian-Stuff. Bei Guardian-Stuff kann sowieso keine AOE-Skill-Damage haben, aber vor allem im Low-Bereich sollte man hier nicht wirklich sehr perfektionistisch sein, weil erstens mal trägt man die Waffen sowieso nicht so ultra lange. Das heißt, solange es 10% mehr Schaden von dem Skill sind, den du wirklich oft benutzt, würde ich eigentlich sagen, passt das. Und ja, es ist einfach so unglaublich teuer, also es ergibt auch einfach keinen Sinn, so viel Geld dafür auszugeben. Da sollte man dann lieber sich besseren Schmuck holen oder so, davon hat man dann wahrscheinlich mehr. Und ja, also da würde ich wirklich drauf verzichten. Im High-Level ist es dann natürlich richtig nervig, weil da will man es dann eigentlich schon haben. Da braucht man es dann eigentlich auch wirklich, oder je mehr Skill-Damage man auf der Waffe hat, desto nicer wird das Leveln und andere Sachen. Aber da wird es ja dann auch entsprechend teuer. Aber grundsätzlich ist es einfach so, und das ist natürlich immer von euch abhängig, welchen Skill benutzt ihr am meisten? Von diesem Skill braucht ihr den Skill-Damage. Das ist im Endeffekt die Regel. Im Endeffekt sind das die Skills, die ich vorhin genannt habe. Also vermutlich Earthquake, Windfield, Poison Cloud oder alle 70er-75er Skills. Einer von denen wird es wahrscheinlich sein, weil man alles anderen Skills eigentlich überhaupt nicht benutzt. Und von dem her, ja, kommt es ja dann drauf an. Das Blöde ist halt bei den 70er-75er Skills, die haben halt alle einen Cooldown. Wobei man sagen muss, die machen so viel Schaden, dass man normalerweise auch jeden Skill nur einmal benutzen muss. Also wenn man alle 70er und den 75er Skill plus vorher noch gepullt hat, dann sind die Monster in der Regel eigentlich auch tot. Das heißt, es reicht tatsächlich, wenn man hier zum Beispiel Meteor Shower hat, das ist der stärkste Skill tatsächlich, oder Poison Cloud oder Avalanche, also ist eigentlich relativ egal. Also am besten halt der, den ihr am meisten benutzt. Wenn ihr halt zum Beispiel bei Feuermonstern levelt, wäre es halt im besten Fall dann eher Avalanche, weil es halt ein Wasserskill ist und so weiter und so fort. Also das macht, denke ich, alles Sinn. Und ja, aber das ist sehr frustrierend bei Magier tatsächlich den richtigen Skill-Damage oder den Skill-Damage, den man selber haben will, zu bekommen. Deswegen im Low-Level auf jeden Fall nicht zu hart hier sich von scammen lassen, muss man da wirklich sagen. Und am besten gleich das Erstbeste lassen, beziehungsweise kaufen, nehmen, wie auch immer. Dann noch zu den Set-Sockeln. Hier ist es ganz einfach, was sockelt man auf seine Set-Suit? ATK. Alles andere macht keinen Sinn. Verteidigung, FP, MP, HP macht keinen Sinn, weil das braucht man alles nicht. Gut, MP theoretisch benutzt man viel, aber braucht man nicht mehr davon, sondern man bräuchte mehr weniger verbrauchen. Das gibt es ja nicht so zum Sockeln.
Und deswegen einfach ATK sockeln für noch mehr Damage und noch schnelleres Leveln. Und dann kommen wir abschließend noch zu den Sets und Waffen. Bei den Sets ist es tatsächlich so, bis Level 75 kann man das 45er Set gut tragen. Def und HP spielen eigentlich keine große Rolle, da man es nicht unbedingt braucht, außer man möchte unbedingt Giants töten, dann wäre es tatsächlich nicht schlecht, wenn man es hat, als Absicherung einfach. Braucht man aber nicht zwingend, und das 60er Set hat eben genau das, deshalb hat einfach mehr Def, weil es ein höheres Set ist, hat mehr HP, weil es HP-Rate bringt, aber das 45er tatsächlich gibt 10 Int und 15% Magiebeschleunigung, also jetzt andere Werte noch und verringerten MP-Verbrauch. Und das 60er gibt auch verringerten MP-Verbrauch und 15% Magiebeschleunigung, aber keine 10 Int. Das heißt, theoretisch rein schadenstechnisch macht das 45er Set mehr Schaden als das 60er und deswegen würde ich das auch nehmen. Ist aber 10 Int, macht jetzt nicht wirklich so viel Unterschied, deswegen ist das nicht so wichtig. Ja, und dann ab 75 ist eigentlich ziemlich einfach, weil man könnte theoretisch einfach jedes Set tragen, weil jedes Set wird tatsächlich einfach besser und hat mehr oder weniger auch die gleichen Effekte. Und zwar 75 ist es so, die Stats sind Int plus 10, 30% verringerter MP-Verbrauch und 15% Casting Time. Also ist mehr oder weniger das gleiche wie das 45er Set, einfach nur besser und auch wieder hier mit mehr Def. Dann geht es weiter mit Level 90. Hier haben wir auch wieder 10 Int, wieder 15% Casting Time, also keine Änderung. Das Einzige, was sich hier dann ändert, ist natürlich wieder ein höherer Def-Wert und wir tauschen unseren verringerten MP-Verbrauch gegen wieder HP und STA, so ähnlich wie vom 45er auf 60er Set. Hier ist halt natürlich die Frage, man kann durchaus wechseln, nur möchte man halt nochmal sockeln, möchte man sich nochmal ein neues Set holen, ist ja auch mit Kosten verbunden, auch wenn es jetzt sicherlich nicht die Welt ist, keine Frage. Und hat man genug MP-Verbrauch oder Wiederherstellung oder was auch immer, dass man hier tatsächlich auf diese 30% verringerter MP-Verbrauch verzichten kann. Weil 30% ist schon ziemlich viel und das ist halt die Frage. Also dieses Set hier ist auch wieder sehr gut natürlich, wenn man Giants und so töten möchte, weil einfach nochmal eine zusätzliche Absicherung, dass man nicht sofort tot ist, sobald man einmal gehittet wird oder so. Erhöht einfach die Chance, dass wenn mal was schief geht, dass man dann einfach noch lebt danach. Aber zum Leveln braucht man es jetzt eigentlich nicht zwingend, da man sich ja da eigentlich eh nicht so krass viel hitten lässt. Und ja, also kann man machen, muss man aber nicht. Also das muss jeder selber entscheiden. Mir persönlich wird es zu teuer sein, also ich werde nicht wechseln tatsächlich auf Level 90, weil ich erstens den MP-Verbrauch sehr schätze. Zumindest wenn ich zu neuen Monstern gehe, wo mein Damage noch nicht so hoch ist und so. Da gehen mir schon immer die MP aus dann irgendwann, weil man halt mehr Skills braucht, um eine AOE zu finishen. Aber grundsätzlich könnte man hier theoretisch schon wechseln. Und dann auf 105 das Schabel-Set. Hier ist es tatsächlich so, dass es 15 Int gibt, also endlich mal ein bisschen mehr Schaden. 5 Int, und auch hier wird tatsächlich der MP-Verbrauch nicht zurückkommen, sondern hier hat man dann 10% Geschwindigkeit als Mit-Effekt sozusagen. Ja, ist natürlich auch wieder ein bisschen blöd, wobei man dann sagen muss, auf Level 105 hat man einfach auch besseres Equipment und noch viel mehr Int und so weiter und so fort. Also je höher man kommt, desto mehr MP hat man ja grundsätzlich sowieso. Deswegen wird es dann irgendwann auch wegfallen, außerdem wird der Schmuck auch besser und alles so weiter und so fort. Also irgendwann braucht man es dann wirklich nicht mehr. Und 10% Geschwindigkeit ist tatsächlich schon ein nicer Effekt. Also wenn man das noch mit dem Speed CS zum Beispiel kombiniert, dann hat man ja schon deutlich einen Geschwindigkeitsboost. Und ist einfach ziemlich nice. Außerdem steigt hier auch die Cast-Time um 5% und die Cast-Time ist beim Mage eigentlich das Wichtigste, weil die bestimmt, wie schnell man seine Skills ausführen kann. Und je schneller du deine Skills ausführst, desto schneller tötest du deine Monster und ja, sehr wichtig einfach. Ja, und dann kommen wir zu den 120er Set, dem Bloody Set. Das 105er Set würde ich nicht empfehlen als Tank Set, also das 105er Alice Set quasi, nicht Schabel natürlich, aber das 105er Tank Set Alice würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil es wie der Name schon sagt, es ist ein Tank Set, für Giants und so weiter kann man das auf jeden Fall benutzen, aber wer hat schon genug Geld, um sich 2 Sets auf Level 105 zu kaufen oder zu upgraden? Von dem her würde ich es einfach links liegen lassen, außer man will unbedingt Face Tank spielen, aber ja, das werden die meisten wahrscheinlich nicht wollen. Und das 120er Set wurde in Flyvipedia leider noch nicht aktualisiert. Deswegen muss ich es euch so zeigen. Das Set hat insgesamt 15% PvE-Schaden und 15% PvE-Schadensreduktion. Also man kriegt 15% weniger Schaden im Endeffekt einfach im PvE und macht 15% mehr Schaden. Und zusätzlich hat man aber auch noch 15% Magiebeschleunigung und 25% HP und Blockrate. Wobei die Blockrate, sage ich mal, die interessiert uns jetzt hier am wenigsten. Aber
ja, also die 15% Magiebeschleunigung sind neu und vorher waren es nur 10% PvE-Schaden, jetzt sind es 15%. Das Set wurde quasi einfach doppelt so gut gemacht, mehr oder weniger. Und ja, jetzt kann man das tatsächlich auch als Nicht-Face-Tank tragen, weil es gibt ja 15% Schaden und trotzdem 15% Magiebeschleunigung. Das heißt, das Set ist tatsächlich deutlich besser geworden und kein Trash mehr. Einziges Problem ist, dass es für Level 120 ist. Das heißt, man müsste es komplett downen auf 110 oder 115. Weil dann hat man nämlich das Problem, wenn man es erst mit Level 120 trägt, dass ab Level 125 mit Level Downs das 135er erhältlich ist. Und das 135er ist wiederum nochmal einen Ticken besser. Da das 135er Set 20 Int, 10% Speed, 10% ATK und 30% Cast Time gibt. Also gerade eben das 120er hat nur 15%. Also ja, steht denke ich außer Frage, welches Set man da nehmen würde. Und da ist es halt auch wieder so, das 120er Set würde man dann halt nur eine kurze Zeit tragen. Allerhöchstens 15 Level wahrscheinlich, weil von 135 auf 125 zu downen ist tatsächlich sehr sinnvoll. Weil von 125 auf 135 dauert recht lange. Und da das Set einfach deutlich besser ist als alle, die davor kommen, ist es einfach das ultimative Elementor-Set. Hat auch einen sehr hohen Death-Wert natürlich, was für Level 135 ist. Und ja, ist einfach extrem krass. Also 20 Int ist cool. Fällt natürlich wieder am wenigsten ins Gewicht, aber die 10% Speed vom 105er Set übernimmt man auch. Außerdem 10% ATK und wie gesagt 30% Cast Time. Und Cast Time ist definitiv der wichtigste Effekt für Mages. Und von dem her, ja, Top-Set, also das allerbeste Set, das man haben kann. No-Brainer auf jeden Fall. Und ja, das ist dann das Endgame. Waffen sind auch relativ langweilig bei Elementor. Im Endeffekt, ja, man nimmt mit 60 ja den Guardian-Stuff, weil er 10% Cast-Time hat. Gibt Max 6 MP, braucht man nicht zwingend. Ist eigentlich nur das Überbrückungsding bis 75. Theoretisch könnte man vom Guardian-Stuff auch auf den NPC-Stuff wechseln, wegen Skill-Damage. Allerdings ist es hier so, dass die Waffe halt Casting-Time bringt. Und Casting-Time, wie schon gesagt, ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste als Mage. Und von dem her, wenn man jetzt einen NPC-Stuff hätte mit 15% Windfeed oder 15% Poison Cloud, würde ich tatsächlich sogar denken, dass man mit der Casting-Time tatsächlich noch stärker ist, noch schneller ist. Oder es sich einfach nicht viel nimmt. Also von dem her ist das nicht so wichtig. Aber ab 75 wird es wichtig, weil der Historic-Stuff hat nochmal 5% mehr Cast-Time. Gibt zusätzlich noch ein bisschen Int, also vom Schaden her auf jeden Fall die beste Waffe, also vom Grundschaden her. Und eben 15% Casting-Time, also das ist auf jeden Fall das Nonplusultra. Und da sollte dann halt im besten Fall einer der Skills, den ihr benutzt, und da kann auch tatsächlich von jedem Skill der Skill-Damage dann schon drauf sein, möglichst Skill-Damage drauf sein. Also wie gesagt, entweder ihr entscheidet euch für einen oder ihr nehmt einfach den erstbesten, der kommt, den ihr auch tatsächlich benutzt. Und ja, so läuft das im Endeffekt. Dann Angel Stuff, den skippt man, weil er keine Casting Time bringt leider. Dann kommt AG Stuff, wieder 5% mehr Cast Time als His Stuff mit 20%. Mythical Silver Stuff ist auch wieder nur was für Tanken, Geeken, skippt man dann normalerweise auch. Und dann kommt der ultimative Hammer, der Bloody Stuff mit 25% Casting Time. Außerdem 15% Element Mastery und Bloodsack, also Steel HP. Das heißt, hier könnte man dann tatsächlich über Face Tank nachdenken, weil es da hier nochmal deutlich leichter gemacht wird. Aber die 25% Cast Time ist natürlich brutal, also das ist richtig, richtig viel. Und ja, einfach eine Bombenwaffe. Und das war's mit den Waffen. Dann kommen wir noch zur Spielweise. Ich werde es euch schon mal demonstrieren. Und außerdem zu den Buffs, die noch für euch relevant sind. Also die Buffs, die für euch relevant sind, also die wichtigsten Buffs, sagen wir es mal so, sind Haste, Mental Sign, Quickstep, Spiritual Fortune und Gebura Tiefrit. Das sind die wichtigsten Skills für euch. Also vor allem GT wäre sehr nice, wenn ihr jemanden habt, der euch das permanent bufft oder ihr euch selbst einfach. Aber ich in meinem Fall tatsächlich nicht. Wäre hammergeil, aber ich habe leider keinen Ringmaster, keinen zweiten. Und mein aktueller Main Ringmaster ist noch zu hoch. Das kann ich dann erst später machen. In einem höheren Level. Genau. Das sind so die relevanten Buffs. Alle anderen kann man darauf verzichten, also sind nicht zwingend notwendig, aber sind natürlich nice. Also HP und Blockrate, klar, man will ja nicht mit einem Schlag tot sein, wenn einmal ein Monster hittet. Und von dem her, ja, solltet ihr sie natürlich trotzdem buffen, aber in der Reihenfolge her, von der Wichtigkeit, wären es tatsächlich die euch den meisten Damage und natürlich auch Geschwindigkeit und so weiter bringen. Also einfach die Stats, die ihr braucht, um Hit and Run spielen zu können.
Ja, und dann, was mache ich? Also, ich pulle, wie gesagt, mit Earthquake, das sollte ich ganz am Anfang schon erwähnt haben, weil es der einzige Skill ist von Elementor, der AOE ist, keinen Cooldown hat, kein Slow, kein Stun und kein Nahkampf-Skill ist. Beziehungsweise Electric Shock ist nicht, also ich sage immer Nahkampf-Skill. Warum? Weil es ein Non-Target-Skill ist. Das heißt, der Skill wird immer um deinen Charakter herum gecastet. Das heißt, nur Monster, die in deiner unmittelbaren Umgebung stehen, also in der Zauberreichweite von deinem Charakter ausgerechnet, die kriegen nur Schaden. Und was bedeutet das? Naja, alle Monster auf Range kannst du damit nicht schaden und vor allem zum Pullen eignet sich dieser Skill dann natürlich überhaupt nicht. Und wie gesagt, alle anderen Skills haben entweder einen Cooldown oder noch einen anderen negativen Effekt. Burning Field zum Beispiel ist auch recht schlecht dafür geeignet. Also ja, es ist... Earthquake ist leider die einzige Option. Das heißt, Earthquake ist der Pull-Skill. Dann mache ich immer, bevor ich die AOE richtig downe, mache ich Poison Cloud, wobei man das teilweise tatsächlich je nach Damage auch schon wieder gar nicht mehr unbedingt braucht. Bei Feuermonstern lohnt es sich aber definitiv. Bei jeder Tick Poison Cloud macht 3.000 bis 4.000 Schaden, das heißt zweimal Poison Cloud macht schon so viel wie mein stärkster Skill. Muss man halt selber gucken, wenn man irgendwann feststeht, bei Electric Monstern zum Beispiel wird es hier und da tatsächlich mal vorkommen, dass sich Poison Cloud dann nicht mehr lohnt. Was man aber auch mit Poison Cloud machen kann, ist nicht nur vorm Downen, sondern schon während dem Pullen benutzen. Also dass man wirklich aktiv Monster entweder mit Poison Cloud pullt, wenn es eine sehr große Monstergruppe ist, also wenn wirklich mal 8 oder 9 oder sogar 10 Monster nebeneinander stehen, dann kann man die auch mal mit Poison Cloud pullen. Und dann sterben die schon beim Pullen, beziehungsweise sterben sie halt beim ersten Skill beim Downen. Ja, aber so kann man halt meistens nicht die ganze AOE töten. Weil man tatsächlich auch noch was machen kann, das ist aber auch sehr extravagant, oder was heißt extravagant, aber etwas sehr Spezielles, was vor allem bei Feuermonstern gut funktioniert, dass man tatsächlich immer pullt und dann nur Poison Cloud macht und dann quasi die Monster immer hinter sich herzieht und dann sterben die Monster nach und nach an dem Poison Cloud, Damage over Time, und man pullt einfach nur immer neue Monster. Und sobald Poison Cloud nicht mehr auf Cooldown ist, macht man instant nochmal Poison Cloud und die Monster sterben dann quasi immer nach und nach. Großer Nachteil davon ist, dass die Drops überall rumliegen und das auch so halt eine sehr unentspannte ja, Taktik zum Leveln ist. Und von dem her muss es ja jemandem gefallen. Also wenn man es machen will, ich habe es auch schon probiert, es funktioniert, aber sehr nervig ist halt wirklich, dass die Drops dann überall liegen. Also das hat schon auf jeden Fall einen gewissen Nachteil. Ob es wirklich schneller geht, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich würde sagen, ein kleines bisschen vielleicht, aber vor allem bei Feuermonstern ist das wahrscheinlich sehr lohnenswert. Ich denke, bei allen anderen Monstern lohnt es jetzt nicht so sehr. Genau. Ja, und dann zur Skill-Rotation noch allgemein. Also wie gesagt, Earthquake zum Pullen, Poison Cloud gegebenenfalls vom Downen oder eben auch nicht. Kommt auf die Situation an. Und dann tatsächlich kein Windfield mehr. Also ich benutze Windfield nur noch sehr selten. Wenn meine anderen Skills nicht mehr reichen im Endeffekt, benutze ich Windfield nur noch. Weil er trotzdem ganz nice ist, weil die Monster nochmal geslowt werden, man einfach nochmal Blinkpool zweimal weniger einsetzen muss. Ist aber halt meine persönliche, ja, es ist einfach, ich bin es halt so gewohnt von FlyFPC und mache es halt immer noch gerne. Wie gesagt, auch hier kann man sich da anders entscheiden, theoretisch. Und was man dann im Endeffekt macht, ist einfach Earthquake zum Pullen, Poison Cloud und dann benutzt man die 70er-75er Skills. Reihenfolge ist an für sich egal. Was ich nur empfehlen würde, ist Avalanche würde ich immer recht zum Schluss machen. Bei Avalanche hat eine 80% Wahrscheinlichkeit zu stunnen und das hört sich erstmal ziemlich geil an, wenn man sich denkt, oh nice, ist ja fast alles gestunt dann. Und das ist auch so, aber das Problem ist, dass man sich als Hit-and-Run-Elementor ja wirklich nur 1, 2, 3 höchstens mal hitten lassen kann, bevor man tot ist. Und das Problem, was man dann bei Avalanche hat, ist, dass halt die meisten Monster gestunt sind, wenn man es jetzt ganz am Anfang machen würde, aber eben nicht alle. Und das heißt, du musst dann trotzdem wegblinkpoolen, weil die Monster, die eben nicht gestunt wurden, würden dich halt dann eben töten. Und dann hast du wieder dieses, sag ich mal, Szenario, wo du gewisse Monster hast, die in deiner Reichweite sind, also direkt vor dir stehen und nicht geslowt sind natürlich auch. Und andere, die halt gestunt wurden, dann sau weit weg von dir stehen und du dann quasi deinen Pull wieder aufgesplittet hast und nicht mehr alle Monster mit einem Skill treffen kannst. Also das ist halt tatsächlich ein großer Nachteil. Deswegen würde ich Avalanche erst kurz vorm Besiegen der Monster benutzen. Das heißt, in beliebiger Reihenfolge, meistens natürlich der Skill, der den meisten Schaden macht, also sprich Elementvorteil, Lightning Storm, Meteor Shower und Sandstorm. Wenn die Monster blind sind, dann halt erst Sandstorm, wenn die Monster Wasser sind, dann halt erst Lightning Storm und so weiter und so fort. Weil die machen wirklich sehr viel Schaden. Also selbst bei negativem Element, also wenn ich jetzt zum Beispiel Meteor Shower auf Wassermonster mache, macht das recht viel Schaden. Und bei gleichem Element, also bei neutralem Element, also Feuer auf Feuer zum Beispiel oder Blitze auf Feuer,
auch da machen die wirklich sehr viel Schaden, weil die eine sehr hohe Inskalierung und einen sehr hohen Grundschaden haben. Deswegen sind diese Skills sehr stark. Also die 65er Skills benutzt man eigentlich wirklich nur für die Utility sozusagen. Also für den Damage over Time, für den Slow, fürs Pullen. Aber zum richtigen Damage machen benutzt man die dann später tatsächlich nicht mehr. Genau. Also so wie ich das jetzt hier im Hintergrund hoffentlich einigermaßen gut demonstrieren konnte. Ich habe jetzt auch probiert, mich nicht so oft hitten zu lassen, wie ich das manchmal im Stream mache. Wie gesagt, ich weiß halt ungefähr, was ich aushalte. Ich sterbe dadurch auch nie. Was halt passiert ist manchmal, dass ich dann wirklich an einem Hindernis hängen bleibe mit Blinkpool und dann bereue ich es halt auch, dass ich dann quasi so, sag ich mal, riskant spiele. Kommt natürlich auch ein bisschen davon, dass ich vorher Ranger gespielt habe, mit dem man sich halt wirklich die ganze Zeit hat hitten lassen, weil man eh maximale Blockrate hatte und das einem da sehr oft vergeben wurde, selbst wenn man sehr riskant gespielt hat. Deswegen habe ich mir das halt auch einfach ein bisschen so angewöhnt, weil ich halt hunderte Stunden mit dem Ranger so gespielt habe. Aber wie gesagt, wenn man einfach sein Limit kennt, man genau weiß, wann stirbt man, wie viel kann man aushalten und so, dann kann man das durchaus so machen. Also ich wüsste nicht, wieso man sich da anderen Leuten fügen sollte, nur weil die anders spielen wollen oder so. Und ja, ich hoffe, das hilft euch weiter. Angehende Elementoren. Und würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.